Guten Morgen aus Albanien und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander. Heute ist der 28. September 2021. Ich befinde mich in Vlora und möchte heute über den 1027 Meter hohen Zlogora-Pass Richtung Sarandē fahren. Und wenn du wissen willst, ob mir das gelingt, dann bleib dabei. Heute ist es komplett bedeckt und es liegt so ein Dunst über dem Meer, aber das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil ich, wie gesagt, heute über den Zlogora-Pass fahren will. Der ist 1027 Meter hoch und ich befinde mich gerade so auf, ja, sagen wir mal 10 Metern über dem Meer. Ich muss aber auch gleich wieder runter auf 0 und von da dann auf 1000 Meter hoch. Ich weiß nicht, wie das geht. Es sieht so aus, als würde es so langsam ansteigen und auf der anderen Seite dann in Serpentinen runtergehen. Ja, aber erstmal muss ich dahin kommen, weil, wie gesagt, gestern ist mir eine Speiche gerissen. Ich habe eine 8 hinten im Rad. Und wenn eine Speiche reißt, reißen danach meistens noch mehr, wenn man das weiter belastet. Ja, ich werde jetzt erstmal das Fahrrad hier runterschieben, den Berg, und das ein bisschen ausprobieren, ob das funktioniert. Und sonst geht auch noch ein Bus von Vlora nach Sarandē um 11 Uhr. Hier fehlt jetzt die Speiche. Zum Glück hat sie sich, als sie gerissen ist, nicht um die Achse gedreht. Dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht wieder rausbekommen. Und sie ist natürlich genau an der Seite gerissen, wo die Kassette ist. Ich habe sie jetzt gekürzt und mit einem Pflaster festgebunden, damit sie sich halt während der Fahrt nicht in die Kassette reindrehen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Der Belag der Straße soll eigentlich ganz gut sein. Hier den Berg runter war nicht so gut, deswegen werde ich da runter schieben und dann versuchen, unten auf der Straße zu fahren und mich dann langsam den Pass hochzuarbeiten. Also den Berg bin ich schon mal runtergekommen. Es lässt sich so einigermaßen fahren, wenn ich ganz langsam fahre. Ich spüre den Schlag nicht im Reifen. Mal sehen, wie weit ich komme. Ja, soweit so gut. Ich bin jetzt vielleicht einen Kilometer weit gekommen und es hat bisher funktioniert. Es ist ganz schön warm, obwohl der Himmel bedeckt ist. Es ist richtig drückend. Mal sehen, wie es nachher wird. Also ich habe gerade einen Belgier noch getroffen vom Hotel und der meinte, es ginge richtig steil bergan, die 1000 Meter hoch. Ja, mal sehen. Ich habe mir jetzt nur eine Flasche Wasser gekauft, damit ich nicht so viel den Berg rauffahren muss. Diese Bodenschwellen sind natürlich jetzt Gift für mein Hinterrad. Da kommt jetzt eine nach der anderen, aber diese gehen noch. Normalerweise sehen die so aus und kommen vorzugsweise direkt hinter Kurven an steilen Straßen. Und alle paar Meter ist die Straße aufgerissen, um was zu verlegen. Und hier ist es jetzt mal mit Teer zugemacht, aber es ist trotzdem eine Rille. Normalerweise machen die das nicht zu und dann sieht das so aus. Bin ich die letzten Tage immer drüber gefahren einfach und jetzt muss ich immer ganz langsam fahren, aus dem Sattel gehen und dann durch diese Rinne fahren und hoffen, dass das Hinterrad nicht wegknickt. Ja, das sind die Berge, über die ich gleich rüber muss. Sie liegen in den Wolken. Jetzt fängt das auch noch an zu regnen. Was ist denn los? Das war eigentlich gar nicht vorhergesagt. Muss ich gleich mal aufs Wetterradar gucken. Es gibt hier aber auch nichts, wo ich mich mal unterstellen könnte. Der Regen hat zum Glück schnell wieder aufgehört, aber es kann jeden Moment wieder losgehen, so wie die Wolken aussehen. Ja, auf dem Radar ist aber nichts zu sehen. Das ist wahrscheinlich, weil sich hier die Wolken in dieses Tal reindrücken und dann regnen sie sich ab. Anscheinend ist es hier geplant, die Straße zu erweitern. Ich weiß zwar nicht wofür, weil es ist kaum Verkehr, aber es werden schon ihren Grund haben.
Jetzt ging es schon die ganze Weile leicht bergauf, aber jetzt scheint es richtig loszugehen. Und natürlich kommt jetzt pünktlich die Sonne raus, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen. Es ist inzwischen 11 Uhr, die erste Steigung ist geschafft. Das waren nur ein paar hundert Meter, aber schon recht steil. Und ja, bin ganz schön ins Schwitzen gekommen und aus der Puste. Und weil ich mich eben über die Sonne beschwert habe, fängt es jetzt eben mal an zu regnen. Aber ich ziehe jetzt kein Regencape an, das hat überhaupt keinen Zweck. Ich ziehe dann oben auf dem Pass neue Sachen an. Die sind sowieso nass vom Schwitzen. Ja, ich glaube, da brennt es. Gerade ist die Feuerwehr an uns vorbeigefahren. An uns heißt, ich habe hier jemanden getroffen, der auch so verrückt ist, hier hochzufahren. Jetzt zieht der Rauch da leider Richtung Straße. Das ist überhaupt nicht gut. Ich kriege sowieso kaum Luft hier. Und dann jetzt auch noch der Rauch dazu. Irgendwie soll ich nicht über diesen Pass rüber. Erst die Speiche gebrochen, dann der Regen, jetzt dieser Rauch. Ja, mal schauen, ob es weitergeht oder nicht. Oh Mann, das ist steil. Ich kann nicht mehr. Und das sind jetzt noch 8 Kilometer, die es hochgeht. Aber da oben ist jetzt mal ein kleines Plateau, das muss ich noch erreichen. Dann kann ich noch eine kurze Pause machen. Ja, ich glaube, so ein Feuer löscht man nicht. Das lässt man einfach brennen. Von da unten komme ich und ich bin jetzt auf 630 Höhenmetern. Es fehlen also noch 400. Jetzt habe ich ein ganz langes Stück geschoben, weil es einfach zu steil war. Es ging zwar in Serpentinen hoch, aber die Steigung war unglaublich. Ja, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen flacher. Aber das ging jetzt gerade schon an meine Grenzen. Also ich muss mehr Pausen machen. Ich habe ja auch noch den ganzen Nachmittag Zeit. Es sind jetzt 4,5 Kilometer noch bis zum Pass. Und da sollte es jetzt nicht übertreiben. Jetzt habe ich gerade eine kleine Pause an dem Café oder Restaurant oder was es war gemacht, habe eine Cola getrunken. Jetzt geht es mir ein bisschen besser. Jetzt ist hier gerade mal so ein Plateau. Aber es geht noch ganz schön bergan. Da sehe ich schon, es liegt noch was vor mir. Also ich bin jetzt auf ungefähr 730 Metern. Es sind also noch 300 Höhenmeter. Eben bin ich sogar an einem Campingplatz vorbeigefahren. Ich weiß aber nicht, ob der auf hatte. Auf jeden Fall kann man hier, wenn man es nicht mehr schafft, auch noch sein Zelt aufschlagen. Und hier wäre auch noch ein Hotel. Ja, hier ist jetzt die Straße ein bisschen besser ausgebaut und auch ein bisschen flacher. Da käme ich jetzt ohne Probleme hoch, wenn ich nicht schon die 700 Meter hochgefahren wäre. Ich muss es jetzt einfach ruhig angehen lassen. Puh, das geht an die Substanz, echt. Also das sind so meine Grenzen hier, die mir hier aufgezeigt werden. Aber jetzt bin ich schon auf 917 Metern. Jetzt sind es noch 110 Höhenmeter. Das ist ja nur noch der Kölner Dom oder so. Das sind jetzt die letzten Kehren, dann geht es nochmal gerade hoch. Dann müsste es eigentlich bald geschafft sein. Was für ein fantastischer Wald hier oben und wahrscheinlich völlig unzugänglich. Laut meinem Navi bin ich jetzt auf 1011 Metern, also noch 20 Höhenmeter. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Das sind jetzt die Überreste des ersten Bunkers, die ich hier sehe. Davon sollte es eigentlich viel mehr hier in Albanien geben. Aber ist wirklich jetzt der erste. Ja, sollte das jetzt hier der Pass sein, laut meinem Navi bin ich schon dran vorbei. Also das wäre ja ein bisschen unspektakulär, da hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Aber es sieht so aus, als hätte ich es echt geschafft. 1027 Metern. Ja, jetzt sagen die Bayern, die Österreicher und die Schweizer wieder, mi, wir haben viel höhere Berge. Ja, aber das geht hier von der Meereshöhe 1027 Meter hoch. Das ist schon eine Leistung für so einen alten Sack wie mich. Ja, jetzt geht es wieder runter. Da habe ich viel mehr Angst vor als vor dem Aufstieg. Ich
kann jetzt auch nicht schnell fahren, sonst knickt mir das Hinterrad weg. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder durch irgendwelche Schlaglöcher fahre. Das habe ich jetzt aber komplett vergessen bei dem Aufstieg, dass mir eine Speiche hinten fehlt. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht auf Korfu einen Mechaniker finde, wenn es da keine Speichen gibt, dass ich eine Speiche von vorne nach hinten mache. Hinten vorne ist ja nicht so viel Belastung drauf. Mal schauen, ob das funktioniert. So, hier jetzt zum Beweis, ich war wirklich oben. Ganz da unten ist das Meer. Man kann es jetzt kaum erkennen, dass das Meer ist. Es geht in den Himmel direkt über, in diesen Dunst. Und da geht jetzt die Straße in Kehren den Berg runter, 1000 Meter. Ja, schade, dass es jetzt so diesig ist und das Meer nicht blau, aber man kann es immerhin sehen und das ist schon mal was. Ich bereite mich jetzt auf die Abfahrt vor. Ich lasse mich ein bisschen trocknen. Es ist wärmer hier oben, als ich dachte. Und das Hemd muss jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen trocknen, damit ich da nicht friere bei der Abfahrt. Ja, jetzt geht es hier am Berghang in Serpentinen runter bis da unten hin. Auf einmal. Oh Mann, die Bremsen glühen. Ich bin inzwischen auf 650 Meter wieder runter von 1027. Jetzt kommen noch zwei große Kehren, also es wird in sehr langen Schleifen geht es hier den Berg runter. Ja, so richtig wohl ist mir dabei nicht. Ich muss halt ganz langsam fahren und gerade bei der Abfahrt wird der Belag natürlich wieder schlechter. Und ich fürchte halt, dass mein Hinterrad dann in irgend so ein Schlagloch reingerät, deswegen muss ich ganz langsam fahren. Und mit angezogenen Bremsen und die werden schon heiß. Ich bin inzwischen auf 350 Meter runter und bin jetzt an der letzten Kehre. Jetzt geht es hier noch in Schlängellinien runter. Das müsste es dann gewesen sein. Jetzt geht es da doch tatsächlich wieder rauf. Oh nein! Das sieht nach einem ausgetrockneten Flussbett aus. Da ist im Frühjahr bestimmt ordentlich was los. Das bin ich alles runtergefahren und auf der anderen Seite hoch. Dass ich das geschafft habe. Ich bin so froh, dass ich diese Abfahrt hinter mir habe. Unter normalen Umständen wäre das ja alles kein Problem gewesen, aber jetzt mit der gebrochenen Speiche war das nicht so toll. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich halt in ein Schlagloch reinknalle mit so hohem Tempo und dann noch eine Speiche bricht. Ja, deswegen musste ich die ganze Zeit bremsen. Ja, jetzt bin ich unten und jetzt habe ich eigentlich nur das Bedürfnis, in den nächsten Ort zu fahren und mir eine Unterkunft zu suchen. Das hat schneller geklappt als erwartet. Ich habe ein nettes Zimmer gefunden. Ich musste auch gar nicht so weit runterfahren und damit morgen auch nicht wieder so weit hoch bis zur Straße. Ja, ich glaube, ich werde heute nicht mehr viel machen. Mich einfach nur ausruhen. Das war anstrengend genug heute. Ja, und morgen geht es dann weiter Richtung Sarandē oder wie immer es heißt. Und von da aus will ich dann nach Korfu übersetzen. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal in Albanien übernachten, denke ich. Ja, wenn du wissen willst, wie weit ich dann morgen komme und was ich da auf der Fahrt alles erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!